Lektion 1: Urlaubstipps. Ich fahre auch in den Urlaub, aber in eine Stadt. Oh, aufregend. Habt ihr Tipps für mich? Definitiv. Ich würde empfehlen, lokale Märkte zu erkunden, sie sind voller Kultur. Das hört sich großartig an. Ich liebe es, einzigartige Lebensmittel und Kunsthandwerk zu entdecken. Ja, und vergessen Sie nicht, das Streetfood zu probieren, es ist normalerweise köstlich. Das werde ich auf jeden Fall tun. Gibt es bestimmte Gerichte, auf die ich achten sollte? Suchen Sie nach lokalen Spezialitäten, sie präsentieren oft die Aromen der Region. Ich kann es kaum erwarten. Es macht immer Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Und gehen Sie unbedingt herum, Sie werden auf verborgene Schätze stoßen. Lektion 2: Straßenfeste. Ich liebe es auf jeden Fall, auf Straßenfesten verschiedene Geschmacksrichtungen zu erkunden. Sie bringen Menschen auf so lebendige Weise zusammen. Ja, es ist erstaunlich, wie Essen ein Gemeinschaftsgefühl schaffen kann. Ich probiere gerne Gerichte aus verschiedenen Kulturen, es ist wie eine kulinarische Reise. Absolut. Jedes Festival hat sein eigenes, einzigartiges Angebot. Warst du in letzter Zeit auf tollen Festivals? Ich war letzten Monat dort und das Essen war unglaublich. Das klingt wunderbar. Was war dein Lieblingsgericht? Es gab diesen scharfen Taco, der mich einfach umgehauen hat. Lektion 3: Konzentration auf Fitness. Ich denke, wir sollten uns diese Woche auf Gewichte konzentrieren. Das klingt nach einem guten Plan. Vielleicht mit Cardio zum Aufwärmen beginnen? Ja, Aufwärmen ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Ich fange gerne mit leichtem Joggen an. Es erhöht meine Herzfrequenz. Das ist eine tolle Idee. Dann können wir mit dem Krafttraining fortfahren. Absolut. Ich verwende gerne Freihanteln für ein Ganzkörpertraining. Ich auch. Sie helfen wirklich dabei, effektiv Muskeln aufzubauen. Und wir können uns gegenseitig ermutigen, an unsere Grenzen zu gehen. Definitiv. Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam zu trainieren. Lektion 4: Fantasy-Empfehlungen. Haben Sie Lieblings-Fantasy-Autoren, die Sie empfehlen? Definitiv. Agatha Christie und Arthur Conan Doyle sind Klassiker. Das sind großartige Entscheidungen. Ihr Geschichtenerzählen ist zeitlos. Ja, und ihre Geheimnisse lassen sie bis zum Ende rätseln. Ich liebe es, wie Sie in Ihren Geschichten Spannung aufbauen. Genau. Es macht das Leseerlebnis so fesselnd. Haben Sie eines Ihrer weniger bekannten Werke gelesen? Ja, einige davon sind versteckte Schätze, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ich muss sie mir ansehen. Es ist immer gut, neue Geschichten zu entdecken. Lektion 5: Lauferfahrung. Es war unglaublich. Was war für Sie der schönste Teil des Erlebnisses? Auf jeden Fall mit anderen laufen, die die gleiche Leidenschaft teilen. Diese Kameradschaft macht einen großen Unterschied, nicht wahr? Das tut es wirklich. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und Ermutigung. Ich fühlte mich voller Energie, einfach Teil dieser Atmosphäre zu sein. Ja, die Energie eines jeden ist ansteckend und treibt einen dazu, es besser zu machen.
Fanden Sie es schwierig, mit der Gruppe Schritt zu halten? Zeitweise, aber die Unterstützung von Mitläufern machte es einfacher. Ich liebe es, wie diese Erfahrungen uns motivieren können, an unsere Grenzen zu gehen. Lektion 6: Wettbewerb bei landwirtschaftlichen Produkten. Haben Sie schon vom Wettbewerb um die besten landwirtschaftlichen Produkte des Jahres gehört? Ja, es ist faszinierend, wie es die lokale Landwirtschaft hervorhebt. Ich finde es toll, dass es Landwirte dazu ermutigt, ihre besten Arbeiten zu präsentieren. Genau. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf Qualitätsprodukte und Handwerkskunst. Welche Produkte werden Ihrer Meinung nach dieses Jahr herausstechen? Ich vermute, dass Bioobst und Gemüse wahrscheinlich im Rampenlicht stehen werden. Das macht Sinn. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Ja, und es ist spannend zu sehen, welche Rolle Innovation in der Landwirtschaft spielt. Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse zu sehen und mehr über die Gewinner zu erfahren. Lektion 7: Eine erfrischende Umgebung. Ich kann unsere Reise kaum erwarten, es wird eine erfrischende und beruhigende Umgebung für uns sein. Absolut. Ich habe mich darauf gefreut, der Hektik der Stadt zu entfliehen. Die Natur inmitten der Natur wird uns wirklich dabei helfen, abzuschalten, nicht wahr? Ja, ich kann mir schon die friedlichen Vogelstimmen und das Rascheln der Blätter vorstellen. Es klingt perfekt zum Entspannen und zum Aufladen unseres Geistes. Genau. Außerdem können wir leichte Wanderungen unternehmen, um die Landschaft zu genießen. Das ist eine tolle Idee. Ein wenig Bewegung in einer schönen Umgebung ist immer schön. Ja, und es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, sich mit der Natur zu verbinden. Ich liebe den Gedanken, einfach an einem See zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Lektion 8: Klassischer Stil. Denken Sie darüber nach, welchen Stil Sie für Ihr neues Zuhause wünschen. Ich tendiere zu einem klassischen Stil in einer warmen Farbpalette. Das hört sich herrlich an. Klassische Designs verleihen einem Raum immer ein zeitloses Gefühl. Ja, und ich denke, es schafft eine einladende Atmosphäre für die Gäste. Haben Sie bestimmte Farben für die Wände im Sinn? Ich denke über sanfte Cremetöne und vielleicht einen Hauch Marineblau als Kontrast nach. Diese Farben würden zusammen umwerfend aussehen. Sie sind so elegant. Ich stimme zu. Ich möchte Eleganz mit einer gemütlichen Atmosphäre in Einklang bringen. Haben Sie schon darüber nachgedacht, welche Art von Möbeln Sie sich wünschen? Lektion 9: Abkommen der Vereinten Nationen. Man kann daraus schließen, dass der geheime Deal der Vereinten Nationen nicht funktioniert hat. Ja, die anhaltenden Konflikte deuten darauf hin, dass die angestrebten Ziele nicht erreicht wurden. Es ist frustrierend, wenn diplomatische Bemühungen nicht zu dauerhaftem Frieden führen. Genau. Es wirft Fragen zur Wirksamkeit solcher Vereinbarungen auf. Ich frage mich, was man anders machen könnte, um zukünftige Verhandlungen zu verbessern. Es könnte mehr Transparenz und Einbindung der lokalen Gemeinschaften erfordern. Das ist ein guter Punkt. Lokale Stimmen können wertvolle Perspektiven bieten. Ja, und die Förderung des Vertrauens zwischen den Nationen ist entscheidend für den Erfolg. Ich hoffe, dass Sie aus diesen Erfahrungen lernen, um bessere Vorsätze zu entwickeln. Lektion 10: Aufräumen und organisieren.
Hey, hast du schon einmal versucht, an den Wochenenden deinen Wohnraum aufzuräumen und zu organisieren? Ja, ich finde es wirklich erfrischend. Es klärt sowohl meinen Kopf als auch meinen Raum. Ich stimme voll und ganz zu. Eine aufgeräumte Umgebung kann die Produktivität steigern. Genau. Nach der Organisation verspüre ich immer ein Erfolgserlebnis. Habt ihr Tipps für den Einstieg? Normalerweise gehe ich einen Raum nach dem anderen an, um mich nicht überfordert zu fühlen. Das ist klug. Die Fokussierung auf kleine Bereiche macht es einfacher zu handhaben. Ja, und ich erstelle oft Stapel zum Behalten, Spenden und Wegwerfen. Das ist ein tolles System. Es hilft, schnelle Entscheidungen zu treffen. Lektion 11: Aktivitäten planen. Perfekt. Ich schaue mal nach, welche Aktivitäten es dort gibt. Das klingt nach einem Plan. Es ist immer gut, Optionen zu haben. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir unsere Zeit in vollen Zügen genießen können. Ich stimme zu. Das Erkunden verschiedener Aktivitäten kann die Reise spannender machen. Gibt es bestimmte Dinge, die Sie finden möchten? Ich würde gerne sehen, ob Sie Outdoor-Abenteuer wie Wandern oder Kajakfahren anbieten. Das wäre fantastisch. In der Natur aktiv zu sein macht immer Spaß. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Erinnerungen zu schaffen. Absolut. Lassen Sie uns eine perfekte Reiseroute planen, sobald ich die Optionen gefunden habe. Lektion 12: Gemeinsam Spaß haben. Ich liebe es, Zeit mit Freunden zu verbringen, wir haben immer Spaß zusammen. Das stimmt. Welche Arten von Spielen spielst du normalerweise? Für Abwechslung sorgen Brettspiele und einige Videospiele. Brettspiele können so viel Spaß machen. Sie fördern Teamarbeit und Strategie. Genau. Außerdem können sie zu einigen urkomischen Momenten führen. Ich mag Spiele, bei denen Kreativität und Problemlösung gefragt sind. Haben Sie schon Escape Room Spiele ausprobiert? Sie sind aufregend. Nein, aber ich habe gehört, dass sie der Hammer sind. Ich würde gerne eines erleben. Lasst uns bald einen Spieleabend planen, wir können ein paar verschiedene ausprobieren. Lektion 13: Etikette verstehen. Auf dem Ticket befanden sich Anweisungen, wie man sich bei dieser Gelegenheit verhalten sollte. Etikette bedeutete also die Art und Weise, wie man sich in sozialen Situationen verhält. Ja, es ist faszinierend, wie sich Bräuche im Laufe der Zeit entwickeln können. Genau. Das Verständnis der Etikette hilft uns, verschiedene Situationen zu meistern. Es ist wichtig, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, insbesondere bei formellen Veranstaltungen. Ich stimme zu. Die Kenntnis der richtigen Etikette kann das Selbstvertrauen stärken. Fühlten Sie sich schon einmal unsicher, wie Sie sich auf einer Veranstaltung verhalten sollen? Ja, aber wenn ich mich vorher recherchiere, fühle ich mich immer besser vorbereitet. Das ist ein kluger Ansatz. Es zeigt Respekt vor dem Anlass. Lektion 14: Duschstuhl. Absolut. Wir sorgen dafür, dass in Ihrem Zimmer ein Duschstuhl vorhanden ist. Das wäre wirklich hilfreich. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass es da ist. Für Komfort ist es wichtig, die richtige Unterkunft zu haben. Ja, insbesondere wenn Mobilität ein Problem sein kann.
Ich möchte sicherstellen, dass Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich ist. Das weiß ich zu schätzen. Es ist schön zu wissen, dass ich Unterstützung bekomme. Wir prüfen vor Ihrer Ankunft alle notwendigen Annehmlichkeiten. Das klingt perfekt. Es wird meine Gedanken über die ganze Reise beruhigen. Ich helfe gern. Ihr Komfort steht für mich an erster Stelle. Lektion 15. Familienband. Er spielt in einer Band und die Band spielt Country-Musik. Das klingt spannend. Country-Musik hat eine so reiche Geschichte. Ja, und meine Mutter ist Sängerin in der Band, was es zu etwas Besonderem macht. Wie wunderbar. Es muss toll sein, als Familie gemeinsam aufzutreten. Absolut. Musik bringt uns näher und schafft bleibende Erinnerungen. Haben Sie schon einmal mit ihnen auf der Bühne gestanden? Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich bin eher ein Mensch, der hinter den Kulissen arbeitet. Das ist verständlich. Es kann genauso lohnend sein, die Familie zu unterstützen. Ja, und ich liebe es, Ihnen bei Ihren Auftritten zuzusehen und mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Lektion 16. Schottlands Erbe. Haben Sie in dieser Zeit etwas über die berühmten Wissenschaftler und Erfinder gelernt? Ja, Schottland ist berühmt für seine nationalen Beiträge zur Wissenschaft. Absolut. Persönlichkeiten wie Alexander Graham Bell und James Watt sind bemerkenswert. Ihre Erfindungen haben die Welt, in der wir heute leben, geprägt. Es ist faszinierend zu sehen, wie Ihre Kreativität verschiedene Bereiche beeinflusst hat. Ja, und das schottische Bildungssystem spielte eine wichtige Rolle bei der Talentförderung. Ich stimme zu. Der Schwerpunkt auf Innovation und Forschung ist inspirierend. Es ist ermutigend zu wissen, dass aus jedem Hintergrund großartige Köpfe hervorgehen können. Definitiv. Schottlands Erbe in Wissenschaft und Erfindung ist etwas, auf das man stolz sein kann. Lektion 17. Auswahl beim Mittagessen. Zum Mittagessen essen wir normalerweise ein Sandwich, ein Stück Obst und ein Getränk Saft oder Milch. Das klingt nach einer ausgewogenen Mahlzeit. Es ist wichtig, Abwechslung zu haben. Genau. Ich denke, es hält unser Energieniveau den ganzen Tag über hoch. Außerdem ist es einfach zuzubereiten und kann sehr lecker sein. Welche Art von Sandwich machen Sie am liebsten? Ich liebe einen klassischen Truthahn und Käse mit etwas frischem Gemüse. Das ist eine tolle Wahl. Manchmal genieße ich ein gutes Erdnussbutter-Bananen-Sandwich. Das hört sich lecker an. Es ist eine schöne Mischung aus Aromen und Texturen. Ja, und es ist sättigend genug, um mich bis zum Abendessen zufriedenzustellen. Lektion 18. Wöchentlicher Einkauf. Hey, hast du deine Einkäufe für die Woche erledigt? Nein, noch nicht. Ich muss noch ein paar Lebensmittel für die kommende Woche einkaufen. Was müssen Sie noch besorgen? Ich muss frisches Gemüse und Obst sowie ein paar Snacks besorgen. Das klingt wichtig. Unter der Woche können gesunde Snacks wirklich hilfreich sein. Absolut. Außerdem muss ich meine Vorräte an Milchprodukten und Brot auffüllen. Es ist immer schön, alles für eine schnelle Mahlzeit parat zu haben. Ja, und ich versuche, meine Mahlzeiten anhand meiner Einkäufe zu planen, um Verschwendung zu vermeiden. Das ist eine kluge Strategie.
Essensplanung spart Zeit und Geld. Lektion 19. Neue Trainingsroutine. Hübsch. Ich habe nach einer neuen Trainingsroutine gesucht. Können Sie welche empfehlen? Sicher. Ich denke, eine Mischung aus Krafttraining und Cardiotraining könnte effektiv sein. Das hört sich großartig an. Ich brauche etwas, das mich engagiert und herausfordert. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Gruppenkurs auszuprobieren? Sie können wirklich motivierend sein. Ja, ich habe darüber nachgedacht, an einem Yoga- oder Spinkurs teilzunehmen. Beides sind fantastische Optionen. Sie bieten großartige Workouts und ein Gemeinschaftsgefühl. Genau. Ich liebe die Idee, mit anderen zusammenzuarbeiten, die ähnliche Ziele haben. Es kann Ihnen wirklich dabei helfen, engagiert zu bleiben und Spaß zu haben. Ich werde mir diese Woche auf jeden Fall Kurse in meinem örtlichen Fitnessstudio ansehen. Lektion 20. Vertragsverhandlungen. Könnten wir es auf 3 Jahre verlängern? Ja, das können wir auch verhandeln. Es ist wichtig, einen Begriff zu finden, der für beide Seiten funktioniert. Ich schätze Ihre Flexibilität. Es gibt uns die Möglichkeit, langfristig zu planen. Absolut. Längere Vereinbarungen können für Stabilität für alle Beteiligten sorgen. Welche weiteren Punkte sollten wir Ihrer Meinung nach in unserer Diskussion behandeln? Auch eventuelle Änderungen der Konditionen sollten wir während der Vertragslaufzeit besprechen. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie auf Anpassungen vorbereitet sind, können Sie künftige Konflikte vermeiden. Ja, und es stellt sicher, dass wir uns in Zukunft beide einig sind. Ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten können, um eine gegenseitige Einigung zu erzielen. Lektion 21. Vegane Optionen. Ja, das tun Sie. Auf der Speisekarte gibt es einen separaten Bereich für vegane Gerichte. Das ist fantastisch. Es ist großartig, mehr Restaurants zu sehen, die unterschiedliche Diäten anbieten. Absolut. Es zeigt, dass Ihnen die Vorlieben Ihrer Kunden am Herzen liegen. Ich liebe es, neue vegane Gerichte auszuprobieren. Sie können so kreativ und geschmackvoll sein. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie vielfältig pflanzliches Kochen sein kann. Was ist Ihr liebstes veganes Gericht, das Sie bisher probiert haben? Ich denke, ein gut gemachtes veganes Curry ist kaum zu übertreffen. Das hört sich köstlich an. Ich genieße vegane Tacos mit vielen frischen Toppings. Die sind großartig. Schauen wir uns das Restaurant an und sehen, was es anbietet. Lektion 22. Historischer Einfluss. Ihre Treffen wurden als Parlamente bekannt und der König musste die Macht teilen. Das ist interessant. Es ist faszinierend, wie sich Governance im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, es unterstreicht die Bedeutung von Zusammenarbeit und Vertretung. Genau. Die Idee der Machtteilung ist grundlegend für die Demokratie. Was waren Ihrer Meinung nach die Herausforderungen, vor denen Sie damals standen? Ich kann mir vorstellen, dass es Meinungsverschiedenheiten und Machtkonflikte gab. Definitiv. Besonders in einer Monarchie ist es nicht einfach, die Macht auszubalancieren. Es ist beeindruckend, wie diese historischen Entscheidungen die moderne Regierungsführung geprägt haben. Ja, das Lernen aus der Vergangenheit hilft uns, aktuelle Systeme zu schätzen. Lektion 23. Nach dem Weg fragen. Entschuldigung, können Sie mir helfen, das Museum zu finden?
Sicher. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie an der nächsten Kreuzung rechts ab. Dankeschön. Ist es weit von hier? Nein, es ist nur ein paar Blocks entfernt, Sie sehen es auf der linken Seite. Das ist toll zu wissen. Ich schätze Ihre Hilfe. Kein Problem. Es ist immer schön, jemandem in Not zu helfen. Ich freue mich sehr auf den Museumsbesuch. Du wirst es lieben. Sie haben einige faszinierende Exponate. Nochmals vielen Dank für die Wegbeschreibung. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Lektion 24: Polizeipräsenz beobachten. Manchmal sehe ich Polizeiautos am Straßenrand. Ja, es ist interessant, welche Rolle sie bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit spielen. Es gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn ich weiß, dass sie da sind. Absolut. Sie vermitteln ein Gefühl der Sicherheit in unseren Gemeinden. Glauben Sie, dass Ihre Anwesenheit das Verhalten der Menschen beeinflusst? Ich glaube, das stimmt. Es ermutigt Menschen oft, sich an die Regeln zu halten. Das stimmt. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Strafverfolgungsbehörden immer auf der Hut sind. Ja, und es zeigt auch, wie wichtig die Unterstützung der Polizei durch die Gemeinschaft ist. Genau. Eine positive Beziehung kann die allgemeine Sicherheit verbessern. Lektion 25: Schulmaterial. Da drüben im Regal steht ein Spitzer. Großartig. Schnappen wir sie uns, wir brauchen sie für unsere Schulsachen. Absolut. Es ist immer praktisch, einen Spitzer zur Hand zu haben. Ja, vor allem, wenn wir viele Stifte verwenden müssen. Meinen Sie, wir sollten für alle Fälle noch ein paar mehr besorgen? Das ist eine kluge Idee. Es ist besser, auf alles vorbereitet zu sein. Außerdem sind sie in der Regel günstig. Warum also nicht einen Vorrat anlegen? Genau. Ich möchte immer Ersatz für die wichtigsten Vorräte haben. Schnappen wir uns diese und streichen sie unsere Liste ab. Lektion 26: Familienlesung. Ich habe vor, Bücher für meine Familienmitglieder zu kaufen. Sie lieben es zu lesen. Das ist so eine durchdachte Idee. Bücher sind fantastische Geschenke. Ich stimme zu. Es zeigt, dass Ihnen Ihre Interessen am Herzen liegen. Haben Sie für jede Person bestimmte Genres im Sinn? Ja, meine Schwester liebt Thriller, während mein Bruder Fantasy bevorzugt. Das sind großartige Entscheidungen. Was ist mit deinen Eltern? Ich denke, sie würden sich über historische Belletristik oder Biografien freuen. Das sind hervorragende Optionen. Sie können sowohl unterhaltsam als auch lehrreich sein. Genau. Ich möchte etwas auswählen, das sie fesselt. Lektion 27: Faszination für das antike Griechenland. Wow, das antike Griechenland hat mich schon immer fasziniert. Das ist großartig. In ihrer Geschichte und Kultur gibt es so viel zu entdecken. Absolut. Die Philosophie, Kunst und Architektur sind alle so faszinierend. Ja, und auch die Geschichten ihrer Götter und Helden sind fesselnd. Ich würde gerne eines Tages historische Stätten wie die Akropolis besuchen. Das wäre ein tolles Erlebnis. Diese Ruinen persönlich zu sehen, steht auf meiner Liste.
Ich füge das auch zu meiner Liste hinzu. Was fasziniert Sie sonst noch? Die Olympischen Spiele begannen im antiken Griechenland, was unglaublich ist, wenn man daran denkt. Ja, es ist faszinierend, wie diese Tradition bis heute fortbesteht. Lektion 28: Radfahren als Aktivität. Wenn wir aktiv bleiben wollen, wie wäre es dann mit Radfahren? Das klingt nach einer tollen Idee. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu genießen. Absolut. Außerdem handelt es sich um eine Übung mit geringer Belastung, die jeder durchführen kann. Ja, und wir können neue Wege erkunden und dabei frische Luft schnappen. Kennen Sie gute Radwege in der Nähe? Ich habe von einem wunderschönen Wanderweg gehört, der am Fluss entlang führt. Das klingt perfekt. Eine Fahrt am Wasser könnte so erfrischend sein. Ja, und vielleicht entdecken wir unterwegs sogar ein paar Wildtiere. Ich liebe diese Idee. Planen wir bald einen Tag dafür. Lektion 29: Studentenjobs. Manche Studenten genießen ihre Teilzeitjobs wirklich, finden Sie nicht? Ja, sehr. Für sie sind diese Jobs eine angenehme Abwechslung zum Studium. Es ist interessant, wie die Arbeit eine andere Perspektive auf das Leben bieten kann. Genau. Es hilft ihnen, Fähigkeiten zu entwickeln und neue Leute kennenzulernen. Doch nicht jeder Student empfindet die Arbeit neben dem Studium gleich. Das stimmt, manche empfinden es als stressig, beides unter einen Hut zu bringen. Es geht darum, die richtige Balance zu finden, die für jeden Einzelnen funktioniert. Ich stimme zu. Wer Spaß an seinem Job hat, fühlt sich oft erfüllter. Ja, und es kann Ihnen auch finanziell helfen, was ein Bonus ist. Lektion 30: Reisen mit dem Flugzeug. Mein Bruder reist gern. Er fliegt gerne in Flugzeugen. Das klingt spannend. Reisen eröffnet immer neue Erfahrungen. Ja, er liebt den Nervenkitzel beim Abheben und den Blick auf die Wolken von oben. Das kann ich verstehen. Das Fliegen hat etwas Magisches. Er spricht oft über die verschiedenen Orte, die er als nächstes besuchen möchte. Das ist großartig. Glaubst du, er hat ein Lieblingsziel? Ich glaube, er liebt es wirklich, Städte mit reicher Geschichte und Kultur zu besuchen. Das sind oft die faszinierendsten Orte, die es zu erkunden gilt. Absolut. Ich hoffe, dass ich ihn eines Tages auf einem seiner Abenteuer begleiten kann. Lektion 31: Geschäftszusammenarbeit. Ja, ich glaube, dass unsere Unternehmen von der Zusammenarbeit profitieren können. Durch die Zusammenarbeit könnten sich für beide Seiten spannende neue Möglichkeiten ergeben. Genau. Die Kombination unserer Stärken könnte einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Ich stimme zu. Der Austausch von Ressourcen und Wissen kann unsere Projekte verbessern. Haben Sie darüber nachgedacht, in welchen konkreten Bereichen wir zusammenarbeiten können? Ich denke, unsere Marketingstrategien könnten sich gut ergänzen. Das klingt vielversprechend. Eine gemeinsame Kampagne könnte ein breiteres Publikum erreichen. Ja, und wir können aus den Erfolgen und Herausforderungen des anderen lernen. Lassen Sie uns einen Vorschlag skizzieren und ihn weiter mit unseren Teams besprechen. Lektion 32: Professioneller Ton im Sport. Es ist interessant, wie sich der professionelle Ton im Sport entwickelt hat, nicht wahr?
Ja, tatsächlich war es King und nicht der Männerspieler John McEnroe, der damit begann, gegen Offizielle zu argumentieren. Das stimmt. Sein leidenschaftliches Auftreten veränderte die Art und Weise, wie Spieler mit Schiedsrichtern interagierten. Genau. Es eröffnete Diskussionen über Sportsgeist und Respekt. Glauben Sie, dass es die allgemeine Atmosphäre im Sport verbessert hat? Ich glaube schon. Es hat Sportler dazu ermutigt, sich auszudrücken und gleichzeitig ihre Professionalität zu bewahren. Ja, und es ist wichtig für die Integrität des Spiels. Absolut. Die Balance zwischen Emotionen und Respekt ist in jeder Sportart von entscheidender Bedeutung. Ich hoffe, dass zukünftige Sportler weiterhin aus diesen Beispielen lernen. Lektion 33: Organisationstechniken. Eine Technik besteht darin, gleichzeitig etwas Geld zu verdienen. Das klingt interessant. Wie wollen Sie das machen? Durch die Organisation von Veranstaltungen, für die die Leute bereit sind zu zahlen, wie zum Beispiel Workshops. Das ist eine tolle Idee. Menschen lieben es, neue Fähigkeiten und Erfahrungen zu erlernen. Ja, und es ist eine gute Möglichkeit, sich mit anderen in der Community zu vernetzen. Ich stimme zu. Eine andere Technik besteht darin, unsere Zeitpläne so zu organisieren, dass die Produktivität maximiert wird. Genau. Ein gut strukturierter Plan kann einen großen Unterschied machen. Haben Sie bestimmte Methoden, die Sie gerne anwenden? Ich bevorzuge digitale Tools, um alles an einem Ort und leicht zugänglich zu halten. Lektion 34: Gesunde Entscheidungen. Ich stimme zu, es ist wichtig, sich gesund zu ernähren. Was sollen wir noch bekommen? Ich denke, wir sollten unbedingt mehr Obst und Gemüse auf unsere Einkaufsliste setzen. Das ist eine tolle Idee. Für eine ausgewogene Ernährung sind frische Produkte unerlässlich. Ja, und wir können auch nach Vollkornprodukten suchen. Absolut. Sie liefern viel Energie und Nährstoffe. Vergessen wir auch nicht die mageren Proteine, sie sind wichtig für unsere Mahlzeiten. Ja, wir sollten nach Optionen wie Hühnchen oder Tofu suchen. Perfekt. Ich freue mich darauf, gemeinsam ein paar gesunde Gerichte zuzubereiten. Ich kann es kaum erwarten. Gesunde Mahlzeiten zuzubereiten ist so lohnend. Lektion 35: Unterwasserwunder. Ja, wir haben bunte Fische, wunderschöne Korallenriffe und sogar eine Meeresschildkröte gesehen. Das klingt unglaublich. Schnorcheln muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Das war es wirklich. Die Unterwasserwelt ist so lebendig und voller Leben. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es ist, neben diesen Kreaturen zu schwimmen. Absolut. Es fühlte sich an, als wäre man in einer völlig anderen Welt. Ich würde gerne eines Tages das Schnorcheln ausprobieren, es klingt wie ein Abenteuer. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine Erfahrung, die Sie nie vergessen werden. Ich kann es kaum erwarten, das Meer selbst zu erkunden. Lasst uns bald gemeinsam einen Schnorchelausflug planen.